Ich nutze die Fritzbox und seine Produkte schon seit vielen Jahren und ich sag's ganz offen und ehrlich, für viele Haushalte da draußen ist es die beste All-in-One-Lösung auf dem Markt. Aber irgendwann war der Punkt erreicht, an dem mein Netzwerk, mein Smart Home und meine Anforderungen einfach größer wurden als das, was eine Fritzbox leisten kann. Deshalb zeige ich euch heute, was die Fritzbox richtig gut macht, wo ihre Grenzen liegen und warum ich persönlich auf Ubiquiti Unify, genauer gesagt das Cloud Gateway Fiber, wechsle. Der Netzwerk-Client hier vorne ist der Ur. Willkommen beim YouTube-Kanal Smartzeug. Wenn ihr meine Reise vom Wechsel von der AVM Fritzbox-Welt in die Ubiquiti Unify-Welt nicht verpassen möchtet, ihr wisst, was zu tun ist, lasst einfach ein Abo da. Ansonsten Film ab! Ja, meine Freundinnen und Freunde, wenn ich die Fritzbox mit einem anderen Gegenstand aus dem Alltag so vergleichen müsste, dann wäre es ein Schweizer Taschenmesser. Modem, Router, Telefonanlage, DECT, Smart Home, NAS, Gast-WLAN, Anrufbeantworter, alles in einem Gerät. Ja, was will man denn mehr? Und das Allerbeste, das alles auf einer Bedienoberfläche. Ehrlich, AVM hat über die letzten Jahre etwas geschaffen, was im Massenmarkt absolut unschlagbar ist. Du packst die Fritzbox aus, schließt sie an, klickst dich durch 3 Menüs und dein Internet läuft stabil. Der Support ist gut, die Updates zuverlässig und für die meisten Menschen ist das wirklich alles, was sie brauchen. Aber mittlerweile reicht mir ein Schweizer Taschenmesser leider nicht mehr aus und ich brauche für unsere speziellen Anforderungen bei uns zu Hause spezielle Werkzeuge. Eine Funktion, die oft übersehen wird, ist hier die NAS-Funktion. Ja, man kann einen USB-Stick oder eine Festplatte anstecken und dann im Netzwerk die Dateien teilen. Für Urlaubsfotos und einfache Dokumente ist das auch vollkommen okay. Aber um dem Namen NAS würdig zu werden, hängt es hier an manchen Stellen echt arg. Zum einen ist die Geschwindigkeit sehr limitiert und das ist noch das kleinste Problem, denn man könnte das Ganze auch einfach über Nacht laden oder so. Aber es gibt kein RAID und auch keine NAS-Apps. Sprich, wenn die Festplatte oder der USB-Stick mal abraucht, dann war's das, Leute. Kurz gesagt, die Fritzbox NAS ist ein guter Einstieg, aber kein Ersatz für hier Synology oder ein Ugreen NAS. Und wenn du zum Beispiel wie ich Videos schneidest, Backups machst und große Dateien von links nach rechts bewegst, dann kommst du hier einfach maximal an deine Grenzen. Deshalb habe ich mir das Ugreen NAS zugelegt. Das Video dazu oben rechts ist ein einfaches Review. Dann könnt ihr hier das Gerät noch besser verstehen und das volle Potenzial hier erahnen. Und demnächst wird es auch für das Ugreen NAS noch ein Video geben, wo ich das Ganze aufrüste und zum Beispiel Home Assistant VM dann zeige, wie man es dann da aufsetzen kann. Wenn ihr dieses Video nicht verpassen möchtet, dann lasst jetzt ein Abo da. Reden wir über mein Lieblingsthema, das WLAN. Keine Frage, das WLAN der Fritzbox ist absolut solide. Zum Beispiel zum Erweitern seines Netzwerks, Repeater einstecken, Knopf drücken, fertig. Das funktioniert. Aber wenn dein Zuhause immer smarter wird, reichen irgendwann Plug-and-Play-Lösungen nicht mehr aus. Und gerade hier hat AVM in den letzten Jahren etwas federn lassen. Denn es gibt zum Beispiel keine modernen VLAN-Funktionen für IoT, keine echte Netzsegmentierung, begrenzte Logs, kaum Einblick, keine Heatmaps oder Optimierungswerkzeuge und eingeschränkte Skalierbarkeit. Und genau das ist der Punkt. Je größer dein Smart Home wird, desto wichtiger ist hier ein stabiles, strukturiertes Netz. Und genau dort stößt die Fritzbox an seine Grenzen, wofür sie auch eigentlich nie wirklich gebaut wurde. Und wie gesagt, die Fritz Repeater funktionieren gut, bis man viel Last und viele Geräte hier in seinem Netzwerk hat. Unify bietet dagegen ein skalierbares System, zum Beispiel controllergesteuertes Netzwerk, eine zentrale Optimierung. Und was meine ich damit? Zum Beispiel mit den letzten Updates bei den Unify-Geräten ist nun eine KI-Option reingekommen. Dieser analysiert hier die ganzen WLAN-Frequenzen und Kanäle in deiner Umgebung und schlägt dir das passende System vor. Wie cool ist das denn? Man muss sich da nicht mit ChatGPT rumprügeln, hey, wie soll ich hier mein WLAN und meine Kanäle einstellen, sondern drückt einfach einen Knopf und bekommt hier für seine Umgebung die besten Optionen vorgeschlagen. Sprich, man hat hier komplette Profi-Einstellungen hier unter der Haube. Kurz gesagt, ein Mesh, das nicht nur funktioniert, sondern auch wirklich skalierbar und belastbar ist. Kann man das nun AVM für übel nehmen? Vielleicht ein bisschen. Denn wo man hier den absoluten Massenmarkt sehr gut abdeckt,
hat man es etwas verpasst, den aufkeimenden Prosumer-Markt hier mit in Betracht zu ziehen und dort passende Lösungen anzubieten. Und hier bieten die Unify-Geräte mit ihren UFO-ähnlichen Designs ganz andere Möglichkeiten und Werkzeuge, hier mit seinem WLAN zu hantieren und hier das Bestmögliche aus dem WLAN-Netz rauszuholen. Die Fritzbox ist sicher, keine Frage. AVM liefert hier gute Updates und kümmert sich um Security. Aber für Power-User fehlen zum Beispiel erweiterte Firewall-Regeln. Auch fehlen Themen wie IDS, IPS, sprich Intrusion Detection bzw. Prevention. Und leider fehlen für meine Bedürfnisse auch ein detailliertes Netzwerkmonitoring. Sprich die vollständige Transparenz, was jedes einzelne Gerät hier im Netzwerk wie und wann macht. Für die meisten reicht das vollkommen. Aber für mich mittlerweile leider nicht mehr. Denn ich hantiere hier mit diesem YouTube-Kanal ständig mit neuen Geräten, auch viele Geräte, die aus Fernost kommen, die dann hier und dort mal nach links und nach rechts funken. Und genau hier sind die Funktionen, die man auf dem Dashboard bei den Unify-Geräten hat, wirklich Gold wert. Man sieht quasi alles, was ein Gerät macht und kann ganz präzise hier wie ein Chirurg eingreifen und das unterbinden oder zulassen, so wie man das gerne haben möchte. Wenn ihr nun bis hierhin aufmerksam zugehört habt, dann könnte man meinen, die Unify-Geräte sind das Nonplusultra. Weit gefehlt, denn Unify ist zum Beispiel gar kein Smart Home System. Es ersetzt keine Decksteckdosen, Thermostate, Meta-Controller, HomeKit, nichts davon. Und fairerweise hat die Fritzbox hier sogar Vorteile. Deckt ULE, Steckdosen, Heizkörperthermostate, sogar Anrufbeantworter. Das alles bietet Unify gar nicht. Aber Unify bietet die Netzwerkinfrastruktur, auf der jedes Smart Home erst richtig gut funktioniert. Stabile Access Points, VLANs für IoT, Monitoring, das ist die Basis. Und vielleicht habt ihr schon zwischen den Zeilen gelesen und rausgehört, ich wechsle nicht zu Unify, weil die Fritzbox schlecht ist, sondern ich wechsle zu Unify, weil einfach meine Anforderungen gewachsen sind. Unify bietet mir echte VLANs für IoT, Gäste, Kids und alles weitere, was ich mir noch ausdenken könnte. 10G-Ports für NAS und mein Mac Studio, volle Kontrolle über mein gesamtes Netzwerk, professionelles Monitoring, Skalierbarkeit ohne Grenzen und ein zentrales Dashboard für alle Geräte. Und das Cloud Gateway Fiber ist für mich persönlich die perfekte Basis für mein Netzwerk. Wenn du ein einfaches, stabiles und zuverlässiges Internet und Netzwerk willst, dann bleib bei der Fritzbox. Aber wenn du ein großes Smart Home hast, ein performantes NAS, viele Geräte und ein echtes Netzwerkwissen aufbauen willst, dann ist Unify eine fantastische Weiterentwicklung. Beides hat seine Berechtigung und für mich ist nun der Zeitpunkt gekommen, auf Unify umzusteigen. Und wenn du meinen Umstieg nicht verpassen möchtest, wie im Intro erwähnt, lass einfach ein Abo da und dann könnt ihr meine gesamte Reise hier persönlich und privat mit begleiten. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und euch diese Folge angesehen habt. Wenn ihr Fragen habt, klatscht es gern unten in die Kommentare. Ich habe bisher auf meinem Kanal jedes einzelne Kommentar beantwortet. Lasst auch gerne ein Like da, wenn euch das Ganze geholfen hat, mit meinen 20 Jahren Erfahrung hier bei der Fritzbox. Bleibt mir gesund, habt eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao!